Guten Tag an alle, ich bin Peter. Herzlich willkommen bei Wow Spoken German. Adele, ich muss dir etwas sagen. Ich bin heute so müde, ich kann kaum die Augen offen halten. Guten Tag, liebe Zuhörer, ich bin Adele. Willkommen zurück bei Wow Spoken German. Peter, du siehst wirklich müde aus. Was ist passiert? Hast du letzte Nacht nicht geschlafen? Ach, Adele, das ist eine lange Geschichte. Ich habe kaum geschlafen, vielleicht 3 Stunden, höchstens 4. Ich bin komplett erschöpft. Meine Augen brennen, mein Kopf ist schwer und ich kann mich kaum konzentrieren. Du kennst dieses Gefühl, oder? Wenn man morgens aufsteht und noch müder ist als abends? 3 oder 4 Stunden? Das ist wirklich sehr wenig. Warum konntest du nicht schlafen? War es der Lärm draußen oder hast du zu viel nachgedacht? Oder vielleicht hast du abends zu viel Kaffee getrunken? Beides, Adele. Erstens haben die Nachbarn bis 2 Uhr nachts Musik gespielt, sehr laute Musik. Sie hatten eine Party, ich konnte die Bässe durch die Wand spüren. Und dann, als es endlich ruhig war, konnte mein Gehirn einfach nicht abschalten. Ich habe an die Arbeit gedacht, an Termine, an alles Mögliche. Oh, das kenne ich sehr gut. Manchmal liegt man im Bett und der Kopf dreht sich einfach weiter. Man denkt an dieses, man denkt an jenes und plötzlich ist es schon morgen. Liebe Zuhörer, kennt ihr das auch? Dieses Gefühl, wenn man einfach nicht schlafen kann, obwohl man so müde ist? Schreibt uns in den Kommentaren. Genau so war es bei mir. Ich habe mehrmals auf die Uhr geschaut. Einmal war es 12:30, dann 2 Uhr, dann 3:30. Jedes Mal dachte ich, okay, jetzt schlafe ich. Und dann lag ich wieder wach. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Heute habe ich einen sehr wichtigen Tag. Ich hatte ein Meeting mit meinem Chef, dann Mittagessen mit einem Kunden und jetzt bin ich hier. Ich bin einfach am Ende. Das klingt wirklich anstrengend. Ein Meeting, ein Kundentermin und das alles nach einer schlaflosen Nacht. Wie war das Meeting heute Morgen? Konntest du dich gut konzentrieren? Ich hoffe, dein Chef hat nicht bemerkt, wie müde du warst. Ehrlich gesagt, nein, ich konnte mich nicht gut konzentrieren. Mein Chef hat mit mir gesprochen und ich habe versucht, aufmerksam zu sein. Aber mitten im Meeting habe ich fast die Augen zugemacht. Ich habe einen Kaffee getrunken, dann noch einen dritten. Ich glaube, ich habe heute schon 5 Tassen Kaffee getrunken. 5 Tassen Kaffee? Das ist wirklich viel für einen Tag. Aber ich verstehe das vollkommen. Wenn man müde ist, denkt man immer, noch ein Kaffee und dann geht es besser. Aber irgendwann hilft der Kaffee auch nicht mehr, oder? Liebe Zuhörer, trinkt ihr auch viel Kaffee, wenn ihr müde seid? Oder habt ihr einen anderen Trick gegen die Müdigkeit? Ich wäre sehr neugierig, was unsere Zuhörer machen, wenn sie müde sind. Aber Kaffee hilft mir heute wirklich nicht mehr viel. Mein Körper sagt mir, Peter, du brauchst Schlaf, kein Koffein mehr. Ich habe auch versucht, mittags kurz ein Nickerchen zu machen, aber das hat auch nicht geklappt. Du hast versucht, ein Nickerchen zu machen? Wo denn? Im Büro? Das stelle ich mir schwierig vor. Ha! Ja, ich habe 20 Minuten in der Mittagspause im Auto gesessen und die Augen zugemacht. Ich dachte, vielleicht schaffe ich es, kurz einzuschlafen, aber natürlich konnte ich nicht schlafen. Zu viel Kaffee, zu viel Lärm, zu viele Gedanken. Also bin ich einfach nur mit geschlossenen Augen im Auto gesessen und habe versucht, mich zu erholen. Armer Peter. Im Auto ein Nickerchen versuchen, das kenne ich auch. Manchmal hilft es tatsächlich einfach, die Augen kurz zu schließen, auch wenn man nicht wirklich schläft. Der Körper kann sich ein bisschen erholen. Aber dein Körper hat recht. Du brauchst heute Abend wirklich richtigen Schlaf. Normalerweise schlafe ich eigentlich ganz gut. Ich gehe meistens gegen 11 Uhr abends ins Bett und stehe um 7 Uhr auf. Das sind 8 Stunden. Das ist eigentlich genug für mich. Aber letzte Nacht war einfach eine Katastrophe. Die Musik, die Gedanken, die Hitze im Zimmer, alles zusammen. 8 Stunden ist wirklich ideal. Die meisten Menschen brauchen zwischen 7 und 9 Stunden Schlaf pro Nacht. Wenn man weniger schläft, merkt man das sofort am nächsten Tag. Der Körper ist müde, die Konzentration fehlt und die Stimmung ist auch nicht so gut. Liebe Zuhörer, wie viele Stunden schläft ihr normalerweise? Ist das genug für euch? Das stimmt genau. Ich bin heute auch ein bisschen gereizt.
Normalerweise bin ich ein sehr geduldiger Mensch. Ich lache viel, ich bin ruhig, ich nehme die Dinge locker. Aber heute Morgen, als mein Wecker um 6 Uhr geklingelt hat, war ich so wütend. Ich wollte den Wecker einfach aus dem Fenster werfen. Ha! Den Wecker aus dem Fenster werfen. Das ist ein Gefühl, das viele kennen. Liebe Zuhörer, habt ihr euren Wecker auch schon mal verflucht? Ich glaube, das ist eine sehr menschliche Reaktion, besonders wenn man zu wenig geschlafen hat. Der Wecker ist unschuldig, aber er bekommt trotzdem die ganze Wut ab. Genau, der arme Wecker, er tut doch nur seinen Job. Und weißt du, was mich heute noch mehr geärgert hat? Als ich endlich aufgestanden bin und in die Küche gegangen bin, um meinen Morgenkaffee zu machen, da war keine Milch mehr. Keine Milch. Ich musste schwarzen Kaffee trinken. Oh nein, das ist wirklich kein guter Start in den Tag. Kein Schlaf und dann auch noch kein Kaffee mit Milch. Manchmal läuft einfach alles schief auf einmal. Und das Mittagessen mit dem Kunden, wie war das? Konntest du dich trotzdem auf das Gespräch konzentrieren? Das Mittagessen war auch nicht einfach. Ich musste die ganze Zeit lächeln und aufmerksam sein. Wir haben über das neue Projekt gesprochen, fast 2 Stunden lang. Ich habe alles gegeben, was ich noch hatte. Man kann ja nicht beim Kunden einschlafen, das wäre sehr unprofessionell. Ha, das stimmt absolut. Ich finde es toll, dass du trotz deiner Müdigkeit so professionell geblieben bist. Das ist nicht einfach, wenn man so erschöpft ist. Liebe Zuhörer, habt ihr auch schon mal so einen langen und anstrengenden Tag gehabt? Wie habt ihr das überlebt? Schreibt es uns in die Kommentare. Ja, schreibt uns. Und sagt uns auch, wie lange schläft ihr normalerweise? Welche Methoden habt ihr, um wach zu bleiben, wenn ihr eigentlich schlafen wollt? Ich bin wirklich gespannt auf eure Erfahrungen und Tipps. Peter, ich habe eine Frage an dich. Was ist für dich das Schlimmste an der Müdigkeit? Die körperliche Erschöpfung oder das mentale Durcheinander im Kopf? Das Schwerste für mich ist definitiv die Konzentration. Wenn ich müde bin, kann ich keine komplizierten Dinge denken. Einfache Sachen gehen noch. Aber wenn ich etwas Schwieriges lesen oder erklären muss, dann ist mein Gehirn wie in Watte gepackt. Alles ist langsam und unscharf. Wie in Watte gepackt. Das ist eine sehr gute Beschreibung. Das kenne ich auch. Man liest einen Satz und dann liest man ihn nochmal und versteht immer noch nicht, was da steht. Für mich ist das Schlimmste, wenn ich müde bin, die emotionale Seite. Ich werde sehr empfindlich und nehme alles zu ernst. Empfindlich. Ja, das auch. Wenn ich müde bin, nehme ich alles persönlicher. Wenn jemand etwas sagt, denke ich manchmal, war das negativ gemeint? Oder warum hat er mich so angeschaut? Normalerweise würde ich darüber lachen, aber wenn ich müde bin, denke ich zu viel über kleine Dinge nach. Genau. Die Müdigkeit verändert wirklich, wie wir die Welt sehen. Alles wirkt schwerer und komplizierter, als es wirklich ist. Kleine Probleme fühlen sich wie große Katastrophen an. Liebe Zuhörer, habt ihr das auch bemerkt? Wenn ihr müde seid, seid ihr auch empfindlicher oder reizbarer? Schreibt uns. Und ich denke, Schlaf ist so wichtig für unsere Gesundheit. Nicht nur für den Körper, sondern auch für die Seele und den Geist. Ohne guten Schlaf funktioniert einfach alles schlechter. Adele, was werde ich heute Abend machen? Ich habe einen Plan. Erzähl mir von deinem Plan. Ich hoffe, er beinhaltet frühes ins Bett gehen. Ja, ich werde nach Hause gehen, etwas Leichtes essen, vielleicht eine Suppe, dann eine warme Dusche und um 9 Uhr ins Bett. Kein Telefon, kein Computer, einfach schlafen. Das ist alles, was ich heute will. Der Gedanke daran macht mich schon glücklich. Das klingt nach einem perfekten Plan. Kein Telefon und kein Computer vor dem Schlafen ist wirklich wichtig. Das blaue Licht vom Bildschirm signalisiert dem Gehirn, dass es noch Tag ist und macht das Einschlafen schwerer. Viele Menschen wissen das, aber es ist trotzdem schwer, das Telefon wegzulegen. Das stimmt leider. Ich bin auch schuldig. Ich schaue abends oft noch aufs Telefon. Man denkt, man schaut nur kurz. Und dann ist eine Stunde vergangen. Aber heute Abend ist das Telefon um 8 Uhr aus und ich lege es in ein anderes Zimmer. In ein anderes Zimmer. Das ist eine wirklich gute Strategie. Wenn das Telefon nicht im Schlafzimmer ist, ist die Versuchung viel kleiner.
Liebe Zuhörer, schaut ihr auch abends noch oft aufs Telefon? Das ist eine große Herausforderung in unserer modernen Zeit. Schreibt uns eure Erfahrungen. Und dann denkt man, nur 5 Minuten. Und plötzlich sind es 2 Stunden. Man scrollt und die Zeit vergeht so schnell. Früher hat man abends ein Buch gelesen und ist eingeschlafen. Das war vielleicht besser für den Schlaf. Das stimmt. Ein Buch vor dem Schlafen ist viel besser als das Telefon. Das Licht ist warm, die Geschichte ist ruhig und irgendwann fallen die Augen ganz von alleine zu. Ich lese auch abends gerne. Das ist mein Ritual vor dem Schlafen. Liebe Zuhörer, habt ihr Tricks, wie ihr abends das Telefon weglegt? Teilt eure Tipps mit uns. Adele, hast du weitere Tipps für einen besseren Schlaf? Du schläfst doch normalerweise gut, oder? Was machst du, das mir helfen könnte? Ich versuche jeden Tag zur gleichen Zeit aufzustehen, auch am Wochenende. Das hilft dem Körper, einen regelmäßigen Rhythmus zu finden. Außerdem mache ich abends manchmal ein bisschen Yoga oder Dehnen. Das entspannt den Körper und den Kopf wunderbar. Yoga. Ich habe noch nie Yoga gemacht. Aber ich höre von vielen Menschen, dass es wirklich hilft. Nicht nur für den Körper, sondern auch für die Entspannung. Ich stelle mir das immer kompliziert vor, aber vielleicht ist es das gar nicht. Es muss nicht kompliziert sein. Auch 10 Minuten abends mit einfachen Übungen können einen großen Unterschied machen. Und auch ein heißes Bad oder eine warme Dusche vor dem Schlafen hilft sehr. Außerdem, weißt du, dass ein kühles Schlafzimmer besser für den Schlaf ist? Ein kühles Schlafzimmer? Wirklich? Ich heize mein Schlafzimmer immer sehr warm, weil ich denke, es ist gemütlicher. Ist das falsch? Ja, das stimmt leider. Der Körper schläft besser, wenn die Temperatur im Zimmer nicht zu warm ist. So zwischen 18 und 20 Grad ist ideal. Viele Menschen heizen zu viel und schlafen dann unruhig. Ein geöffnetes Fenster oder kühlere Luft kann wirklich helfen. Das wusste ich nicht. Das werde ich heute Abend ausprobieren. Weniger Heizung, vielleicht ein bisschen frische Luft. Du bist ja eine echte Expertin für guten Schlaf, Adele. Ich lerne heute so viel. Ich bin keine Expertin. Ich habe das alles nur selbst ausprobiert und gemerkt, was hilft. Das Wichtigste ist, eine Routine zu entwickeln. Der Körper lernt. Wenn ich diese Dinge tue, dann ist es bald Zeit zu schlafen. Und dann wird das Einschlafen mit der Zeit leichter. Eine Routine. Das macht wirklich Sinn. Kinder haben das ja auch. Man badet das Kind, liest ihm eine Geschichte vor und dann schläft es. Vielleicht brauchen Erwachsene das genauso. Wir denken, wir sind zu alt dafür, aber eigentlich nicht. Genau. Das ist ein wunderbarer Vergleich. Wir lachen immer über Kinder, die Schlafrituale brauchen, aber wir Erwachsenen brauchen das genauso. Der Körper braucht Signale, dass es Zeit ist, sich zu entspannen. Liebe Zuhörer, habt ihr ein Schlafritual? Schreibt es uns in die Kommentare. Das ist eine tolle Frage. Und schreibt uns auch, ob ihr heute Nacht gut geschlafen habt. Ich bin wirklich gespannt auf eure Antworten und denkt daran, ihr könnt ruhig auf Deutsch kommentieren. Das ist eine wunderbare Übung für alle Deutschlerner. Ja, auch wenn ihr noch Anfänger seid, versucht es. Schreibt einfach ein paar Sätze auf Deutsch. Fehler sind völlig normal und durch Fehler lernt man am besten. Zum Beispiel, ich bin heute müde oder ich schlafe normalerweise 8 Stunden. Kurze Sätze sind schon toll. Genau, habt keine Angst vor Fehlern. Das Wichtigste ist, dass ihr es versucht und Deutsch übt. Adele, darf ich noch etwas fragen? Ich denke gerade, gibt es eigentlich Dinge, die man essen oder trinken kann, die beim Schlafen helfen? Ich meine, außer Koffein vermeiden. Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ja, es gibt tatsächlich einige Sachen. Ein Glas warme Milch vor dem Schlafen ist ein klassischer Tipp. Die meisten Menschen kennen das von ihrer Kindheit. Auch Kamillentee ist sehr bekannt als schlafförderndes Getränk. Er entspannt und beruhigt. Kamillentee. Ja, den kenne ich. Meine Großmutter hat immer Kamillentee getrunken. Ich mag den Geschmack eigentlich ganz gern. Vielleicht kaufe ich morgen eine Packung. Das wäre ein guter Schritt für besseren Schlaf. Gute Idee. Und was man eher vermeiden sollte vor dem Schlafen. Zu schweres Essen, zum Beispiel gebratenes Fleisch oder viel Fett.
Das liegt schwer im Magen und stört den Schlaf. Leichtes Essen wie Joghurt, eine Suppe oder ein bisschen Obst ist viel besser. Das stimmt. Ich habe selbst schon gemerkt, wenn ich abends sehr viel esse, schlafe ich schlechter. Das Gefühl mit vollem Magen ist wirklich unangenehm im Bett. Man dreht sich hin und her und findet keine gute Position. Genau. Und Alkohol, das ist ein interessantes Thema. Viele Menschen denken, ein Glas Wein abends hilft beim Einschlafen. Und ja, man schläft vielleicht schneller ein, aber die Schlafqualität ist schlechter. Man wacht nachts öfter auf und schläft nicht tief genug. Das wusste ich nicht. Ich dachte immer, ein Glas Rotwein abends ist entspannend und gut für den Schlaf. Aber du sagst, das stimmt nicht wirklich? Das ist überraschend. Man lernt immer wieder etwas Neues. Ja, das sagen auch Wissenschaftler und Ärzte. Alkohol stört die Schlafphasen. Der Körper schläft zwar ein, aber der Schlaf ist nicht erholsam. Man fühlt sich morgens trotzdem müde. Liebe Zuhörer, habt ihr das auch schon erlebt? Schreibt uns eure Erfahrungen. Das ist wirklich interessant. Und jetzt, liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr habt heute viel Nützliches gelernt. Nicht nur Deutsch, sondern auch etwas über guten Schlaf. Das ist wichtig für jeden Menschen, egal in welchem Land und in welcher Sprache man lebt. Absolut. Guter Schlaf kennt keine Sprache. Er ist universell wichtig. Und bei Wow Spoken German lernt ihr Deutsch und gleichzeitig interessante Dinge über das Leben. Das ist unser Ziel. Deutsch lernen durch echte, alltägliche Gespräche über Themen, die alle kennen. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns das wissen. Gebt uns einen Daumen hoch und abonniert den Kanal Wow Spoken German, damit ihr keine Folge verpasst. Wir laden regelmäßig neue Episoden hoch und jede Episode ist eine neue Möglichkeit, Deutsch zu üben. Bei Wow Spoken German sprechen wir langsam, klar und mit einfachen Wörtern. Perfekt für alle, die Deutsch lernen. Deutsch lernen soll Spaß machen und sich natürlich anfühlen. Und jetzt, liebe Zuhörer, wünsche ich euch allen eine wunderbare Zeit, egal wo ihr auf der Welt seid. Lernt Deutsch, schlaft gut und passt auf euch auf. Ich wünsche euch viel Energie und gute Laune für euren Tag. Wunderschön gesagt, Peter. Und jetzt geh bitte heute Abend früh ins Bett. Liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr heute wieder bei Wow Spoken German dabei wart. Es war eine Freude, mit euch Deutsch zu üben. Bleibt neugierig und vergesst nicht, jeden Tag ein bisschen Deutsch. Auf Wiedersehen, liebe Zuhörer. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Wow Spoken German. Bis dahin, schlaft gut, träumt schön und genießt den Tag. Tschüss. Tschüss und bis bald. Gute Nacht, guten Tag oder guten Morgen. Je nachdem, wann ihr uns hört. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal mit euch. Macht es gut.